Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und freue mich, dass Sie meinen YouTube-Kanal besuchen. In diesem sehr ausführlichen Auspackvideo zeige ich mal wieder ein interessantes Erwachsenenspielzeug im Maßstab 1:32. Es handelt sich um eine aus Messing in Handarbeit gefertigte Dampflok der Baureihe 05 gemäß Betriebszustand des Jahres 1957. Ich hatte die Spur 1 Lokomotive leihweise von KM1 Modellbau für dieses Video und für einen großen Bericht in einer Fachzeitschrift. Im Video zeige ich zunächst, wie die Lok ausgepackt wird und werfe einen Blick in die Bedienungsanleitung. Dann gibt es einen Blick unter das Modell und auf die raffinierte elektrische Kupplung von Lok und Tender sowie zur Elektronik im Tender. Ab 9 Minuten 50 zeige ich die Lichtfunktionen und die vielen beweglichen Details des Modells. Ab 16 Minuten 37 gibt es neben vielen Detailansichten einen ausgiebigen Stereo-Höreindruck der erstmals von KM1 realisierten Zweikanal-Soundtechnik mit separat angesteuerten Lautsprechern in Lok und Tender. Ab 26 Minuten 27 führe ich die 3 Rauchfunktionen vor. Schließlich gibt es ab Minute 29 mehrere Pendelfahrten mit Sound und Rauch. Nun geht es zunächst ans Auspacken. Der Karton der Baureihe 05 von KM1 Modellbau ist imposante 75 cm lang und mehr als 16 Kilogramm schwer. Er enthält 2 große Styropor-Einsätze, einen mit der Lok und einen mit dem Tender. Als Zurüstteile mitgeliefert werden unter anderem Nachbildungen der Kolbenschutzrohre nebst Zylinderventilen, 2 Innen-Sechskantschlüssel, ein Fläschchen Dampfdestillat, diverse Unterlagen, Stoffhandschuhe, eine Entkupplungshilfe aus Plexiglas und diese Pipette zum Einfüllen des Dampfdestillats in den Schornstein. Ein Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Zunächst ein Gutschein für 2 Figuren, ein Prüfprotokoll zum im Paket enthaltenen Modell und schließlich noch die erfreulich ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache mit 20 Seiten. Jetzt geht es mit dem eigentlichen Auspacken los. Zuerst kommt der Tender an die Reihe. Vor dem Abschrauben vom Transportbrett markiere ich übrigens in der Regel die Position der vordersten Achse. Dann ist nämlich später die Positionierung für den Rückversand einfacher. Die vorderen Radsätze haben ein Drehgestell und alle Achsen sind gefedert. Die hinteren 3 Achsen lassen sich horizontal sehr weit verschieben. Der Tender ist 277 mm lang und 2,3 Kilogramm schwer. Jetzt müssen noch die Klebestreifen zur Sicherung der Wasserkastendeckel weg. Nun wird es Zeit für die Lok. Auch sie ist fest mit dem Transportbrett verschraubt.
Gleich ein Blick unter die Lok. Zunächst das Drehgestell unter dem Führerstand. Es ist mit Hilfe einer Kulissenführung sehr weit horizontal verschiebbar. Der Antrieb des Modells erfolgt über einen Bühlermotor, der in etwa hier sitzt und auf dieses Getriebe wirkt. Hier sitzt der Taktgeber und ein Ring mit 6 Magneten für den radsynchronen Sound- und Dampfausstoß. Die 70 mm großen Treibräder sind für Kurvenfahrten sehr beweglich montiert. Hier sieht man noch das vorbildgerecht nachgebildete Innentriebwerk für den dritten Zylinder der Lok. Sowohl die äußeren Zylinder als auch der Innenzylinder können für die Vitrinenpräsentation und auf ganz großen Radien mit diesen Nachbildungen der Kolbenschutzrohre und Zylinderventile zugerüstet werden. Das Drehgestell mit den Vorlaufrädern hat wie schon das Nachläuferdrehgestell eine Kulissenführung und ist für den Einsatz auf engen Gleisradien sehr beweglich. Wie der Tender ist auch die Lok aus Messing in Handarbeit gefertigt. Sie wiegt 5,2 Kilogramm und hat eine Länge von etwas mehr als 57 Zentimetern. Inzwischen habe ich die Kolbenschutzrohre und Zylinderventile angeschraubt und zeige jetzt mal kurz das Innentriebwerk in Funktion. Und zwar manuell per Handbetrieb. Prinzipiell wäre ja die Verbindung von Lok und Tender bei einer Spur-1-Lok relativ einfach. Wenn da nicht das Problem wäre, dass im Tender ja meistens die ganze Elektronik sitzt und vorne in der Lok auch einiges an Elektronik und dann diverse Kabel zwischen Lok und Tender verbunden werden müssen. Den Steckverbinder vom Tender an der Lok anstecken ist meistens eine relativ diffizile Angelegenheit. KM1 hat sich dafür schon vor einiger Zeit eine Kinelektrik-Kupplung einfallen lassen. Sie besteht aus einer 23 mm breiten Leiterplatte, die etwa 1 mm dick ist und auf beiden Seiten je 10 elektrische Kontakte hat. Und am Gegenstück in der Lok ist ein Steckverbinder mit Haken. Die Kupplung der Lok geht dann sehr einfach. Hierzu muss das Übergangsblech am Führerstand hochgehoben werden und dann der Tender einfach aufgeschoben werden, bis er einrastet. Und jetzt ist er fest verbunden und elektrisch verbunden. Zum Lösen dieser Kinelektrik liefert KM1 serienmäßig diese Entkupplungshilfe aus Plexiglas mit und die muss dann einfach hier eingeschoben werden. Dann heben wir hier mit der Entkupplungshilfe rein. Und schon geht das wieder auseinander. Dann noch ein Blick in den Tender mit der Elektronik. Der Kohleneinsatz lässt sich recht einfach öffnen. Er hat einen Magnetverschluss. Im Tender befindet sich eine 76 x 43 mm große Basisplatine mit Steckverbindungen für eine einfache Verkabelung und zum Aufsetzen hier für diesen DCC und Motorola Decoder. Und zum Aufsetzen dieses Soundmoduls. Das Soundmodul ist das neue Track Sound 16, das einen Zweikanal-Sound ermöglicht, um dann über zwei getrennte, auf diesem Board ebenfalls befindliche Verstärker einerseits den Lautsprecher vorne zu versorgen und andererseits hier den großen Basslautsprecher für den Tender. Ich komme jetzt zu den Lichtfunktionen des Modells. Zum einen gibt es eine Zweilichtspitzenbeleuchtung. Sie wird immer nur in Fahrtrichtung aktiviert, wenn man also umschaltet, geht sie aus.
Alternativ kann man auch eine rote Schlussbeleuchtung zuschalten für die jeweilige Richtung. Und als weitere Alternative gibt es noch eine Rangierbeleuchtung, bei der dann vorne und hinten jeweils weiß leuchtet. Dasselbe natürlich auch auf der Tenderseite. Dann hat das Modell noch eine Triebwerksbeleuchtung. Hierzu befinden sich jeweils 2 LEDs außen und 2 dann noch im Innentriebwerk, damit man das schön sehen kann. Und der Führerstand ist ebenfalls beleuchtet. Bei der Gelegenheit zeige ich gleich mehr vom Führerstand. Die Führerstandstüren lassen sich nach innen öffnen. Neben der Tür ist auf beiden Seiten ein Schiebefenster. Für diesen Einblick in den Führerstand habe ich jetzt den Tender mal bewusst zur Seite gedreht, neben das Gleis, damit man mal wirklich schön reinsehen kann und sich das Feuerbüchsenflackern und das Öffnen der Feuerbüchsentüre über eine separate Funktionstaste anzuschauen. Im Normalfall flackert die Feuerbüchse hinter dem Gitter kontinuierlich rot und während dem Schaufeln wird sie dann weiß beleuchtet. Die Feuerbüchsenklappe wird per Servomotor bewegt. Und jetzt schalte ich nochmal das Kohlenschaufeln zu. Eigentlich müsste man das versuchen, aufeinander zu synchronisieren und beide Tasten gleichzeitig drücken. Das werde ich jetzt mal versuchen. Und jetzt noch ganz ohne Tender ein Blick in den Führerstand, allerdings dann nur mit separater Beleuchtung, weil die Innenbeleuchtung dann ja nicht funktioniert. Und dann auch gleich ein Schwenk zum Tender. Nun die weiteren beweglichen Teile des Modells. Natürlich sind die Puffer gefedert. Die Schraubkupplung lässt sich aushängen und ist ebenfalls gefedert. Auch die Bremsschläuche sind beweglich und können ausgehängt und wieder eingehängt werden. Die Rauchkammertüre hat bewegliche Vorreiber. Und lässt sich dann natürlich öffnen. Dahinter sieht man natürlich bei diesem Modell jede Menge Kabel für den Dreifach-Rauchentwickler. Das ist hier ein Lüfterrädchen für die Dampfpfeife, das ist ein Schalter zum Deaktivieren des Lautsprechers und mit dem Schalter wird die Raucheinheit abgeschaltet, falls man sicherstellen will, dass man sie nicht versehentlich einschaltet. Jetzt aber wieder zu. Die 3 Kesseldome haben winzige bewegliche Verschlüsse. Und lasse sich dann auch öffnen.
Und schließlich lassen sich noch die beiden Wasserkastendeckel am Tender öffnen. Unter dem linken Wasserkastendeckel befindet sich ein Schalter zur Deaktivierung des Fahrmotors und unter dem rechten Wasserkastendeckel eine 5-polige Schnittstelle zur späteren Umprogrammierung der Geräuschelektronik über einen Programmer, der allerdings jetzt noch nicht lieferbar ist. Zu guter Letzt noch eine Bewegungsfunktion des Modells der Baureihe 05, die per Servomotor realisiert ist. Die Umsteuerung beim Fahrtrichtungswechsel. Ich komme jetzt zur Geräuschelektronik der Baureihe 05. Die Lok hat wieder 2 Lautsprecher, wie bei vielen Dampfloks. Der eine sitzt in etwa hier nach unten und der zweite sitzt hier im Tender und strahlt auch nach unten ab. Allerdings ist das allererste Modell auf dem Markt, das einen Zweikanal-Sound mit enthalten hat. KM1 nennt den Track Sound 16 und der sorgt dafür, dass das Geräusch unterschiedlich abgemischt werden kann. Dass also mal vorne mehr rauskommt, mal hinten mehr, je nachdem. Der Lautsprecher hinten im Tender ist sehr basslastig. Der ist dann beispielsweise für die Auspuffschläge und das Kohlenschaufeln hört man dann zum Beispiel irgendwo aus der Mitte, wo es auch tatsächlich die Feuerbüchse ist und manches hört man nur vorne. Und das werden wir uns jetzt versuchen, mal der Reihe nach anzuschauen und anzuhören. Und ich mache das hier jetzt mit dem Stereomikrofon. Normal nehme ich ja meine Videos immer in Mono auf, aber jetzt lohnt es sich mal wirklich einen Kopfhörer aufzusetzen und ich werde versuchen, dass man das auch einigermaßen hört. Natürlich gibt es wieder einen Kurzpfiff und einen Langpfiff in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Der hört sich manchmal auch anders an. Dann der Zylinderdampf. Die Sicherheitsventile werden auch hauptsächlich von vorne abgespielt, also links. Das Kohlenschaufeln, das hört man jetzt aus beiden Lautsprechern, damit man meint, es kommt auch ungefähr hier aus dem Führerstand. Mit einer separaten Taste kann man bei diesem Modell die Feuerbüchse per Servomotor öffnen und das mache ich jetzt auch mal. Dann das Kupplungsgeräusch, das ist in dem Falle für vorne und hinten separat. Zunächst mal für vorne. Dann für hinten. Dann kann die Wasserpumpe aktiviert werden. Die Luftpumpe. Die Luftklappen aufmachen und wieder zumachen. Wasserstand prüfen.
Der Bläser Wenn man die Geräuschelektronik einschaltet, gibt es dann zusätzlich noch einen Sound des Injektors. Ich muss jetzt erstmal das Geräusch einschalten. Man hört jetzt das Siedegeräusch und jetzt schalte ich den Injektor zu. Das Siedegeräusch kann man natürlich auch deaktivieren, wenn man das nicht hören will, über eine separate Funktionstaste, dann wird es abgeschaltet. Dann kommt als nächstes der Turbogenerator für die Beleuchtung. Wenn ich also irgendeine Beleuchtung einschalte, zum Beispiel die Triebwerksbeleuchtung, dann wird der Turbogenerator zugeschaltet. Auch den Turbogenerator kann man über eine Funktionstaste deaktivieren. Als nächstes zeige ich jetzt mal das Bremsenquietschen. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen das Bremsenquietschen der Lok alleine. Und dann kann man umschalten auf das Bremsenquietschen eines ganzen Zuges. Ich beschleunige jetzt wieder und bremst dann wieder ab. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal mit zugeschaltetem Siedegeräusch, damit es ein bisschen realistischer klingt. Zunächst das Bremsen als ganzer Zug. Und dann nochmal das Bremsen mit der Lok alleine. Übrigens lässt sich die Lautstärke des gesamten Lokgeräuschs in 7 Stufen recht einfach per Funktionstaste regeln. Schließlich hat das Modell noch eine Lastebenenregelung. Man kann in ca. 8 Stufen über 2 Funktionstasten die Zylinderlastebene verstärken und abschwächen. Und ich lasse die Lok jetzt mal fahren auf einer mittleren Fahrstufe und mache dann die Lastebenenumschaltung. Ich erhöhe jetzt die Lastebene in mehreren Stufen. Und jetzt senke ich die Lastebene wieder ab. Und jetzt erhöhe ich sie wieder. Und jetzt beschleunige ich mal die Lok bis zur höchsten Geschwindigkeit und reduziere dann danach in mehreren Stufen die Geschwindigkeit, dass man auch mal das Segeln schön hört.
Jetzt zeige ich noch den Dreifach-Rauchentwickler in Funktion. Ich fülle hierzu das mitgelieferte Dampfdestillat ein klein wenig in den Schornstein ein. 15 Milliliter sollen für ungefähr eine halbe Stunde reichen. Dann muss ich das Geräusch aktivieren und den Rauchentwickler zuschalten. Nach einiger Zeit sieht man dann oben den Schornstein schon qualmen. Bei der Anfahrt wird dann zusätzlich der Zylinderdampf aktiviert. Der Zylinderdampf kann auch separat zugeschaltet werden über die Funktionstaste 5. Der Schornstein raucht natürlich radsynchron. Und schließlich hat auch dieses Modell wieder eine richtig funktionierende Dampfpfeife oder zumindest die Nachbildung dieser Dampfpfeife. Jetzt gibt's mal eine erste kleine Probefahrt auf einem meiner Fotodioramen. Und zwar mit Rauch und Sound. Und nachdem ich immer wieder gefragt werde, warum man die Lok oft nur von einer Seite sieht, ich zeige jetzt nochmal die gleiche Pendelfahrt von der Heizerseite.
Bevor ich die Lok jetzt gleich auf meinen Testgleismodulen nochmal fahren lassen kann, muss ich hier noch die Kolbenschutzrohre abmontieren, die Trittstufen unten, die Verlängerungen abmontieren und auch hier am Tender diesen kleinen Aufsatz. Abschließend gibt es jetzt noch Probefahrten auf meinen Testgleismodulen. Diesmal allerdings nicht über die Weichen hinweg, weil die nur 1020 mm Radius haben, sondern lediglich im Außenbogen mit 1176 mm Radius, weil diese extrem lange Lok das als Mindestradius erfordert. Die Lok fährt zunächst in der niedrigsten Fahrstufe. Sie braucht dabei für 1 Meter 56 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von lediglich etwas mehr als 2 Stundenkilometer. Und jetzt erfolgt die automatisierte Pendelfahrt per Central Station 3 programmiert. Bevor sich jetzt wieder jemand aufregt, dass ich immer nur die Heizerseite von der Lok zeige, ich fahre jetzt die gleiche Testfahrt nochmal umgekehrt von der Lokführerseite.
Das war's für heute. Ich hoffe, mein Unboxing der Baureihe 05 in Spur 1 von KM1 Modellbau hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem Kanal vorbeischauen würden.